Unsere neue taktische Allokation für Januar nähert sich den Hauptthesen, die wir für das ganze 2025 haben, namentlich moderate Erträge. Insofern reduzieren wir unser bisheriges Aktienübergewicht auf neutral. Es gibt immer noch positive Aspekte, die für Aktien sprechen, die Zunahme der Gewinne oder andererseits auch das Momentum, eine robuste Konjunktur insgesamt und wo wir erwarten, dass die Divergenz zwischen USA und den Resten der Welt abnehmen wird. Aber es gibt auch Gründe, die gegen Aktien sprechen, insbesondere dann die Euphorie, die im Markt herrscht. Auch die Positionierung ist schon sehr stark in Richtung Aktien gelaufen. Und letztlich hat auch die amerikanische Notenbank gezeigt, dass eine Synchronisierung der Wirtschaftspolitik in den USA relativ schwierig sein wird. Deshalb als Fazit, die Aktien sind nun auf neutral. Wir haben auf der anderen Seite ein Übergewicht bei den alternativen Anlagen, sprich Gold und Immobilien. In den Details unserer Positionierung möchte ich 3 Aspekte herausstreichen. Punkt 1, die Marktbreite in den USA ist weiterhin sehr eng. Das sind 8 Firmen mit einer Marktkapitalisierung von über 1000 Milliarden, die den ganzen Markt gezogen haben. Wir sind der Auffassung, dass auch mittlere und kleinere Firmen, die nun sehr günstig sind, allmählich in die Gunst der Anleger kommen werden, dies auch wegen einer ausgeglichenen wirtschaftlichen Entwicklung. Punkt 2, es gibt auch Alternativen außerhalb der USA. Wir bevorzugen zum Beispiel Japan. Das Land befindet sich in einem sozusagen Sweet Spot, weil es nicht so betroffen ist von den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA, China, teils auch Europa. Und die Sektorzusammensetzung ist positiv, insofern auch die Gewinnentwicklung. Deshalb sehen wir Chancen in dieser Region. Fragt sich, was machen wir mit der Schweiz? Hier ist der Fokus auf das Schwergewicht Nestlé. Inzwischen ist aber die Dividendenrendite bei 4%. Allgemein ist die Dividendenrendite in der Schweiz relativ hoch. Das spricht immer mehr dann auch für diesen Markt. Und Punkt 3, die Staatsanleihen mögen wir in unserem Portfolio, weniger die Unternehmensanleihen mit hoher Schuldnerqualität im Investment Grade, denn die zahlen weniger Risikoentschädigung, insbesondere im Dollarmarkt. Aber wenn die kurzfristigen Zinsen immer weiter zurückgehen, wird das auch Anleger dazu veranlassen, höhere Renditen zu suchen. Das spricht dann wiederum für High-Yield-Anleihen, Kokos oder Schwellenländeranleihen. Und damit sind wir überzeugt, dass wir mit dieser Vermögensallokation einen guten Start ins 2025 haben werden. Das Gleiche wünschen wir Ihnen auch, sei es privat wie auch mit Ihren Investments.